Herzlich willkommen beim letzten Vortrag unseres Bühnenprogramms heute. Und man kann so schön sagen, das Beste kommt zum Schluss. Wobei das Thema einen gewissen Charme hat, auch ein bisschen Ernsthaftigkeit. Das Thema ist, worauf wir Wert legen. In den letzten Tagen haben wir viel gesprochen, was wir alles machen möchten, wo wir uns einsetzen. Darum auch heute Nachhaltigkeit. Es ist eine Wertigkeit, die wir umsetzen möchten. Und dafür habe ich hier auf der Bühne Matthias Gersberger, Marketingdirektor bei Ober-Bittermann. Herr Gersberger, danke, dass Sie hier sind. Ja, hallo Herr Austinat, gerne. Prima. So, welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien bei Ober-Bittermann? Das ist ja in aller Munde. Wir haben ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, uns diesem Thema zu entziehen. Darum, wir gehen da aktiv heran. Wie begegnen wir uns damit? Ja, also als Familienunternehmen haben wir natürlich immer schon Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt. Zum Beispiel, um einige Beispiele zu nennen, die Verkürzung von Lieferketten. So sind wir heute mit 40 Tochtergesellschaften inklusive einer eigenen Logistik weltweit vertreten und auch mit 8 Produktionsstandorten. Allein dadurch sorgen wir natürlich für möglichst kurze Transportwege in den verschiedensten Regionen dieser Welt. Aber genauso gut zählt natürlich das Thema umweltgerechte Produktion zu unseren Zielsetzungen, genauso, oder das grundsätzliche wirtschaftliche Handeln. Aber wir sind auch sehr aktiv im sozialen Engagement. Aktuell sind wir bei der erstmaligen Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts nach GRI-Standard, der ab Anfang kommenden Jahres zur Verfügung stehen wird. Wir können also sagen, Nachhaltigkeit steht bei Ober-Bittermann sehr oben auf der Agenda, wie so vieles. Wir arbeiten ja an vielen Projekten. Wie die Umsetzung, erfolgt die schon, ist die schon in Planung oder machen wir bereits schon was? Ja, wir sind bereits in vielen Projekten seit mehr als 10 Jahren aktiv zum Thema Nachhaltigkeit. So setzen wir an unserem größten Produktionsstandort in Ungarn seit 2011 Photovoltaikanlagen ein, die Teile unseres Strombedarfs in der Produktion, Logistik abdecken. An unserem zweitgrößten Standort in Deutschland arbeiten wir seit über 10 Jahren mit Grünstrom, also Strom aus rein nachhaltigen Energien. Mal so als Vergleich, dadurch sparen wir allein an unserem Standort in Deutschland jedes Jahr 10.000 Tonnen CO2 ein. Und das ist ungefähr so viel, wie als wenn die 1.000 Mitarbeiter in Deutschland jeder pro Jahr 60.000 Kilometer mit dem Auto fahren würden. In der Zukunft, für das kommende Jahr, sind auch größere Investitionen sowohl in Deutschland als auch in Ungarn geplant, in Gebäude, Produktion, Logistik. Und da ist ganz klar die Zielsetzung, diese auch mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Jetzt ist es ja so, erneuerbare Energie ist ja auf der einen Seite, aber Sparen, gerade in der momentanen Zeit, steht ganz oben auf der Agenda. Und sparen kann man ja auch an Recyclingmaterial, wiederverwendbares Material. Was machen wir da denn? Ja, das ist richtig. Zum Beispiel in den Produktionsprozessen, und da nehme ich als Beispiel mal unsere Kunststofffertigung, Spritzerei, Extrusion. Es entstehen natürlich Produktionsabfälle, sogenannte Angüsse, Anfahrschrott. Der wird bei uns wieder eingemahlen und dem Produktionsprozess zugeführt. Das gelingt uns zu 95%, ja, diesen Abfall wieder zu verwerten. Und dadurch sparen wir jedes Jahr ca. 1.000 Tonnen an Rohmaterial ein. Jetzt sprachen wir sehr viel über unsere Möglichkeiten, die wir in Deutschland durchführen oder durchgeführt bereits haben. Wir haben 40 Tochtergesellschaften. Wie sieht es da aus? Ja, im Großteil unserer Tochtergesellschaften arbeiten wir heute zu 98% schon papierlos. Das gilt für die ganze Wertschöpfungskette von der Produktion, der Logistik, aber auch letztendlich über den Bestellprozess, sodass eigentlich dort ein fast digitaler Prozess schon gewährleistet ist. Noch ein paar andere Beispiele zu nennen. So ist es zum Beispiel auch in unserer Vertriebstochtergesellschaft in Österreich so, dass in diesem Jahr auch dort zu 100% mit Grünstrom gearbeitet wird. Und in der Schweiz arbeiten wir schon seit Jahren mit Energien rein aus Wasserkraft. Ja. Welche weiteren Komponenten kommen noch zum Tragen zum Thema Nachhaltigkeit? Wenn ich mir die logistischen Prozesse angucke, dann ist es so, dass wir seit 10, 15 Jahren dort sogenannte Mehrwegbehälter im Einsatz haben. Wir bei Ober-Bittermann haben ja ein Produktportfolio, ich sag mal, das sogenannte Streckenmaterial, Kabeltragsysteme, Brüstungskanäle etc.
Und diese Paletten sind halt Mehrwegpaletten, das heißt, die gehen über den Großhandel oder über den direkten Projektweg auf die Baustelle und werden hinterher wieder zurückgeführt, sodass wir bei diesen Transportmitteln eigentlich ein zu 100% abgedecktes Mehrwegsystem haben. Also ein hoher Qualitätsanspruch und auch Standard. Wie können wir das sicherstellen? Indem wir natürlich unseren Kunden, aber insbesondere auch unseren Lieferanten gewisse Vorgaben machen, gerade zum Thema Menschenrechte. Also die menschenrechtliche Sorgfalt in der Lieferkette ist für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Heute schon, aber in der Zukunft noch mehr. Und was ist dieser Inhalt von diesem Supplier Code of Conduct, den Sie wahrscheinlich ansprechen? Ja, also es ist ja in aller Munde momentan das Thema Lieferkettengesetz, Supplier Code of Conduct. Der sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass wir natürlich bestrebt sind, zu unseren bestehenden Lieferanten, zu unseren neuen Lieferanten, möglichst gute Beziehungen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und dort werden Themen abgedeckt wie Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheit, Umweltschutz, Geschäftsethik, aber halt auch ein ganz besonderer Schwerpunkt Ablehnung von Sklaverei, von Zwangsarbeit, Vermeidung von Ablehnung von Kinderarbeit, keine Korruption. Das sind Bestandteile dieses Suppliers Codes of Conduct, den Sie auch zum Beispiel auf unserer Webseite finden. Jetzt sprachen wir viel über Nachhaltigkeit, Supplier Code of Conduct, recycelfähiges Material, aber irgendwie unser Engagement sozialer hinsichtlich und auch gesellschaftlicher hinsichtlich hat ja auch einen sehr hohen Stellenwert. Da haben Sie ja auch einige wunderbare Beispiele. Ja, also wir sind bei Ober-Bettermann schon seit vielen, vielen Jahren in sozialen Projekten unterwegs. Ich mag da einfach mal 2 Beispiele nennen. So haben wir Mitte letzten Jahres einen Hilferuf aus Peru erhalten über einen unserer Vertriebsmitarbeiter. Da geht es um das Missionsspital Diospiciana in Peru. Das ist ein Spital speziell für die arme Landbevölkerung in Peru, die indigene Landbevölkerung zur Versorgung entsprechend. Und die waren im Aufbau einer neuen Corona-Station, speziell für die Sauerstoffversorgung von Corona-Patienten. Und dafür musste in diesem Spital die gesamte elektrotechnische Anlage erneuert werden. Wir haben uns da sofort bereit erklärt und einen Seekontainer zur Verfügung gestellt, der dann vor Weihnachten noch nach Peru rübergegangen ist. Und mittlerweile ist die gesamte Anlage installiert. Und ich sage mal, Corona-Patienten in Peru werden dort halt entsprechend versorgt. Auch schon seit mehr als 10 Jahren gibt es halt entsprechende Christoph-Bettermann-Schulen in Uganda. Ja, diese Schulen sind speziell für behinderte Kinder, die sonst keine Chance in diesem Land hätten. Und die sichern den Kindern eine schulische Ausbildung, aber genauso gut auch eine berufliche Ausbildung zu. Nach diesem Modell der Christoph-Bettermann-Schulen gibt es mittlerweile 5 Schulen dieser Art in Uganda. Sie sehen, wir übernehmen Verantwortung in vielen Bereichen. Für uns ist es wichtig, auch gesellschaftlich, sozial und auch das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Ansatzpunkt zu haben, den wir auch weiterhin konsequent durchführen werden. Herr Gersberger, vielen Dank für das Gespräch. Das war mal ein Blick, den man nicht verwerten sollte, auf alle Fälle. Vielen Dank dafür und weiterhin noch eine angenehme Messe. Ich bedanke mich auch für das Interesse. Dankeschön.